Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es um Ansichten in Outlook. Das ist ein relativ komplexes Thema. Wir wollen uns dabei anschauen, was sind Ansichten und wozu sind sie gut? Wie kann zwischen Ansichten gewechselt werden? Wie können Ansichten ad hoc, also spontan angepasst und dann auch schnell wieder zurückgesetzt werden, wenn mal was schief geht? Wie können Ansichten über das Menü verändert werden und welche Möglichkeiten habt ihr da? Also was gibt es da alles an Einstellungsvarianten? Und als letztes wollen wir anschauen, wie neue Ansichten gespeichert werden können. Wenn ihr Ansichten nutzt, dann geht es prinzipiell um einen zentralen Punkt und das ist die Frage, wie können Inhalte aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt werden? Also für den Nutzen, den ich gerade erzeugen möchte, wie kann ich da den richtigen Blickwinkel einnehmen? Und ich zeige euch das mal am Beispiel von Posteingang und gesendeten Nachrichten. Wenn wir im Posteingang sind, dann haben wir eine Darstellung, die schaut sozusagen darauf, von wem habe ich die E-Mail bekommen. Ja, deshalb habe ich hier eine Spalte mit von und da steht drin, von wem habe ich die bekommen. Wenn ich jetzt in den gesendeten Elementen bin, dann interessiert mich eigentlich nicht, von wem habe ich Mails bekommen, sondern an wen habe ich sie geschickt. Deshalb gibt es hier den Spaltenkopf an und dann auch diese Information. Und wenn ich jetzt über das Menü Ansicht ändern mal schaue, dann seht ihr, es gibt hier eine Ansicht, die heißt gesendet an. Und wenn ich eine Standardansicht wie im Posteingang, nämlich kompakt nehme, dann sehe ich als Blickwinkel die E-Mails, von wem kamen sie. Und das macht natürlich hier in den gesendeten Elementen keinen Sinn. Deshalb eben hier eine spezielle Ansicht für den Blickwinkel, von wem wurden diese E-Mails gesendet. Und darum geht es also bei den Ansichten, wie kann ich den Blickwinkel der Ansicht so setzen, dass ich dann auch die Informationen bekomme, die ich in der entsprechenden Situation brauche. Das Zweite, was wir uns ja anschauen wollen, ist, wie kann zwischen Ansichten gewechselt werden. Und da ist es so, es gibt einen Weg, der funktioniert immer, nämlich Ansicht, Ansicht ändern und dann hier aus den vorgeschlagenen bzw. über Ansicht verwalten, hier aus der Liste auswählen, würde man hier auswählen und dann Ansicht übernehmen anklicken und hat dann diese entsprechend andere Ansicht. Also das geht immer, Ansicht, Ansicht ändern und die Auswahl. Oder aber, ich zeige euch das mal bei den Kontakten, bei manchen Komponenten gibt es direkt unter Start den Bereich aktuelle Ansicht. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel für die Kontakte zwischen Visitenkarten und Karten und einer Liste und so weiter wechseln. Oder auch in den Aufgaben. Wenn ihr in den Aufgaben seid, dann seht ihr, da gibt es zum Beispiel die einfache Liste oder auch die Ansicht Aufgabenliste. Und die haben eben einen unterschiedlichen Fokus, weil die Aufgabenliste nur noch die Daten anzeigt, die offen sind und die einfache Liste zeigt alle ein, auch die erledigten. Das wären also jetzt verschiedene Blickwinkel in den Aufgaben und hier die Möglichkeit, über aktuelle Ansicht umzuschalten. Als drittes wollen wir uns anschauen, wie könnt ihr jetzt Ansichten ad hoc anpassen und dann, wenn was schief geht, auch wieder schnell zurückändern. Wir machen das mal im Posteingang. Und zwar, wenn ihr den hier seht, das sind ja relativ viele Spalten und vielleicht stellt ihr fest, okay, also ich brauche hier Erwähnungen nicht und Kategorien brauche ich eigentlich auch nicht. Dann könnt ihr in so einer Liste tatsächlich auf diesen Spaltenkopf klicken, festhalten und dann nach oben rausziehen. Und sobald dieses X erscheint und ihr loslasst, ist diese Spalte verschwunden. Ja, so könnte man sich hier alle möglichen Dinge, von denen man sagt, no, die brauche ich vielleicht gar nicht unbedingt, könnte man sich rausziehen. Und wenn man es da übertreibt, dann, ich sage es mal ein bisschen extrem, dann sieht man irgendwann praktisch nichts mehr von diesen E-Mails, obwohl die natürlich da sind und ich kann die auch immer noch mit einem Doppelklick aufmachen und sehe, was drin ist. Aber in der Ansicht, in der Darstellung am Bildschirm, da sehe ich leider nichts mehr von diesen E-Mails. Und wenn euch sowas mal passiert, dann ist es wichtig, dass ihr wisst, wie ihr eine Ansicht zurücksetzt und das geht immer über Ansicht und dann hier den Befehl Ansicht zurücksetzen.
Dann werdet ihr noch gefragt, ob ihr wirklich diese Ansicht auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen möchtet. Also in diesem Fall auf jeden Fall ja. Und dann sieht das wieder normal aus. Nachdem wir nun gesehen haben, wie man die Ansichten ad hoc ändern kann, wollen wir uns jetzt noch anschauen, wie ihr die Ansichten über das Menü verändern könnt und welche Möglichkeiten ihr da habt. Das Menü im Prinzip kennt ihr schon. Es ist das Menü Ansicht und dann hier Ansichten Einstellungen. Und hier könnt ihr jetzt sozusagen am Reißbrett festlegen, welche Spalten sollen da drin sein. Ihr seht zum Beispiel hier haben wir von Betreff, das wäre also hier von Betreff erhalten. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel bestimmte dieser Spalten entferne und dann mit OK bestätige und nochmal mit OK bestätige, dann seht ihr, die sind hier vorne auch raus verschwunden. Und ich kann auch hier wieder entsprechend zurücksetzen. Also über Ansicht, Ansichtseinstellungen. Und hier könnt ihr zum Beispiel auch festlegen, ob ihr die E-Mails in Gruppen dargestellt haben wollt, wie die sortiert sein sollen, ob da ein Filter drin sein soll, also ob ihr zum Beispiel nur die E-Mails sehen wollt, ich nehme mal hier weitere Optionen, die ungelesen sind, dann würden nur noch ungelesene E-Mails angezeigt werden. Und ihr habt auch noch weitere Darstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass ihr die Schriftgröße hier einstellen könnt, die Schriftart, oder dass ihr über die bedingte Formatierung festlegen könnt, wie ungelesene Nachrichten dargestellt werden. Also zum Beispiel in diesem Fall werden sie fett dargestellt oder dass abgelaufene E-Mails durchgestrichen sind oder überfällige rot. Das sind alles Einstellungen, die hier in den bedingten Formatierungen festgelegt sind. Und dann gibt es noch spezielle Spaltenformatierungen für die Spalten. Das braucht man dann aber eher selten. Also hier über Ansicht, Ansichtseinstellungen habt ihr die ganzen Einstellungen für die Ansicht. So, und dann schauen wir uns zum Schluss noch an, wie ihr jetzt neue Ansichten erzeugen könnt. Also hier der letzte Punkt, wie lassen sich neue Ansichten speichern. Und das macht ihr auch wieder über Ansicht, Ansicht ändern. Und ihr könnt jetzt hier zum Beispiel die aktuelle Ansicht als neue Ansicht speichern. Ihr könnt aber auch über Ansichten verwalten, eine Ansicht auswählen. Sagen wir mal, ich nehme hier kompakt und habe dann die Möglichkeit, sie hier zu kopieren, ihr einen neuen Namen zu geben. OK zu bestätigen, dann die Ansicht einzustellen. Ich mache das jetzt mal hier über die Spalten, dass man so den Effekt auch ganz gut sieht und nehme da mal alles raus, was nicht dringend notwendig ist. Und ganz wichtig, wenn ihr das gemacht habt, am Ende müsst ihr auf Ansicht übernehmen klicken. Wenn ihr jetzt auf OK klickt, dann bleibt die Ansicht, die vorher eingestellt war, die aktuelle Ansicht und dann seht ihr die Änderung erstmal gar nicht. Also Ansicht übernehmen. Und damit seht ihr, ist jetzt diese Ansicht entsprechend nur die 3 Spalten, die ich ausgewählt habe. Über Ansicht ändern kann ich auch sehen, das ist jetzt die Ansicht Beispiel und kann hier auch jederzeit wieder auf Kompakt zurückwechseln. So, nun habt ihr gesehen, welche Möglichkeiten es mit Ansichten gibt. Jetzt ist die Frage an euch, welche Ansichten würdet ihr denn gerne erstellen? Welche Blickwinkel wollt ihr gerne einnehmen? Wollt ihr zum Beispiel in den Aufgaben nur die Aufgaben sehen, die in der nächsten Woche fällig sind? Oder wollt ihr im Kalender die privaten und die geschäftlichen Termine getrennt anzeigen? Oder wollt ihr vielleicht im Posteingang alles, was an euch CC geht, andersfarbig darstellen als die an Mails und so weiter? Überlegt mal, welche Ansichten würdet ihr gerne erzeugen? Ich werde jetzt in der nächsten Woche noch 2, 3 Quick-Tipps machen, in denen es um solche Ansichten geht, dass ihr noch ein paar Beispiele habt. Aber schreibt gerne in die Kommentare, welche Ansichten ihr gerne noch hättet. Dann kann ich die vielleicht auch noch als Video zeigen oder euch einfach so beantworten. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne den Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Schaut euch auch gerne in den anderen Videos hier im Kanal um. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuschaut. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.